Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Vor kurzem hat mich ein Zuschauer über Instagram angeschrieben mit der Bitte, mit euch sich ein Video gemeinsam anzuschauen und darauf zu reagieren. In dem Video wird das Thema Migration angesprochen, beziehungsweise werden da Straßenumfragen in Polen gemacht und dann werden die Leute gefragt, was sie von der Migration halten, ob es gut oder schlecht ist und so weiter. Ich würde sagen, dann schauen wir uns das jetzt einfach mal gemeinsam an. Noch so eine Sache vorab, wenn du auch mal möchtest, dass ich auf ein Video reagiere oder du ein spezielles Thema hast, kannst du es mich sehr gerne über Instagram wissen lassen. Mein Instagram-Name wird jetzt hier oben irgendwo aufgeleuchtet sein. Dann kannst du es mir mal gerne zukommen lassen und dann schauen wir mal, was daraus wird. Dann geht's auch los. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe ein paar Talahorns hier in Polen gefunden und jetzt stürmen wir da mal kurz rein. Can I ask you a question? Noch so eine Sache vorab, das Video wird teilweise auf Deutsch und auf Polnisch sein, aus dem Grund, weil der Herr, der die Straßenumfrage macht, zweisprachig ist. Da werden dann einfach immer Untertitel sein, so wie ihr das jetzt auch seht, nur schon mal so zur Info vorab. Cześć, a po polsku? Porównanie Niemcy i Polska, kto lepiej robi? Jeśli chodzi o migrantów, Tak. Polska lepiej robi, Polska lepiej. bo nie wpuszcza tak dużo jak Niemcy. Okay. Yes, of course, because it's clean, it's normal, everything. It's we have Ordnung muss sein, and we have this. I ja jestem za tym, żeby nie wpuszczać. Wy? Ja żeby, Ty tak samo. ja tak samo. Ale żeby nie wpuszczać, w sensie imigrantów? No ja jestem za tym, żeby wpuszczać, no. Żeby wpuszczać. Właśnie to jest tak. Was auch sehr interessant ist, man hat da jetzt diese drei Jugendlichen gesehen. Anscheinend sind die befreundet, aber beide oder beziehungsweise die drei haben da schon alle eine unterschiedliche Meinung. Und das, obwohl die unterschiedlicher Meinung sind, können die trotzdem zusammen abhängen und das finde ich irgendwie ganz toll. Także tutaj w tych większych miastach nawet tego nie da się za bardzo odczuć. No. Ale ja myślę, że tutaj chodzi o socjal bardziej, że oni właśnie tam się lokują. Bo mają po prostu wygodnie. Wahrscheinlich ist das so. Ja. Vielleicht werden sie hier nicht so bedient wie in Deutschland. Ja. Und also ich finde die Menschen hier nett, freundlich. Und dass es nicht so viele Ausländer gibt, Ja. das finde ich top. Germany is awful. Why? I hate Germany. Why? Oh. Say hello. Why not? Ja, aber das ist, sorry, aber das ist schon sehr primitiv. Ich hasse Deutschland, weil es also weiß ich nicht, naja. Also ich finde, das Wort hassen ist schon ein sehr krasses Wort. Also ist jetzt nur meine persönliche Meinung wirklich, ne? Aber okay, jeder wie er gerne möchte. Especially at night, because they look at you differently. To są bardzo ładne kobiety w Niemczech są. Ja natomiast uważam, że każdy powinien w swoim być gronie. Że jednak nie puszczać za dużo tych emigrantów i czy w Niemczech, czy w Polsce. In Germany, what is the problem? As the same in all Western Europe, they are coming to your countries, but they would like to have their traditions and their country in your country. Czujesz się bezpieczna tutaj? Bardzo, bardzo. Ja, dann mal schöne Grüße hier aus der Vergangenheit. So ungefähr vor 30 Jahren sah Polen aus, aber mittlerweile hat sich richtig viel verändert. Man muss sagen, ganz ehrlich, dass viele Orte immer noch so aussehen, nur die sind natürlich modernisiert. Also man sieht das ja jetzt auch, das ist ja jetzt hier nicht alles alt, das ist schon alles ein bisschen moderner gemacht. In Łódź haben wir auch sehr viele solche Gebäude, die sind aber alle erneuert worden und das sieht wirklich genial aus. Das sieht wirklich genial aus, also wirklich. Ein paar Daten über Polen und die polnische Demokratie. Die niedrigste Arbeitslosenquote in der Europäischen Union hat das größte Bruttoinlandsprodukt nach Covid, hat mit die niedrigste Verschuldung in der Europäischen Union hat. Bei den ganzen Sachen, was da der Herr Taczynski sagt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt auch der Wahrheit entspricht. Ich werde mal versuchen, irgendwelche Statistiken hier einzublenden, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht alles richtig ist, was er sagt. Da bin ich mir sehr sicher. Ich habe mich schon mal darüber ein bisschen informiert zu diesen Themen und ich glaube, das ist nicht ganz korrekt, was er sagt. Aber schauen wir einfach mal. Ich versuche mal Statistiken zu finden und dann blende ich die im Video einfach mal ein. Absoluter Kulturschock hier in Polen, ne? Kaum muslimische Brüder hier unterwegs. Rein Polen hier irgendwie gefühlt. Es ist unglaublich, was hier in der City abgeht. Hier kann ich auch mal was sagen. Schaut mal, da kommt jemand jetzt aus Deutschland und fährt nach Polen und
ist verwundert, dass es überwiegend nur Polen dort sind oder nur Polen dort sind. Ich denke, sowas sollte zur Normalität gehören, wenn du irgendwo hingehst, ja, ob es jetzt Deutschland, Polen oder egal wo ist, und einfach nur diese Nationalität dort auch antriffst. Ne? Das ist ja, sollte eigentlich ganz normal sein. Und man sieht, wie das ist, dass jemand nach Polen kommt und sagt, unglaublich, du hast hier nur, ich sage jetzt mal, Einheimische. Ne? Also da sehen wir, wie die Welt sich mittlerweile gedreht hat. Ihr müsst euch einfach nur mal ein bisschen umschauen. Also in Deutschland sieht man sowas nicht mehr. Das ist schon krass. Że i organizacja, czystość, jednak Ordnung mimo wszystko, że mówią, że Polacy nie mają, a jednak mają. Mają. 60 Kilometer fahren, 2-3 Euro und alles vom Feinsten hier, ne? Alles picobello sauber. Kommen die Männer und sagen, das hier ist schon dreckig, muss weggemacht werden. Wenn eine Flasche nicht in den Mülleimer geworfen wird, sondern eine Flasche auf dem Mülleimer steht, gibt es direkt ein Audit. Tutaj codziennie jest audytorka. Tak, codziennie. Codziennie jest audytorka, która sprawdza stan nawierzchni czystości całej stacji, nie? No. I z chwilą, gdy... Codziennie audytorka? Codziennie. Ich kann das nicht glauben. Tak, i z chwilą, gdy ona stwierdzi jakieś uszczerbki, nakłada karę. I jeśli ta kara zostanie usunięta w przeciągu 3 godzin, to dalej jest ta kara, tylko że mniejsza. Also das habe ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur in solchen Städten dort, beziehungsweise in dieser Stadt so ist. Was ich aber sagen kann, ist, dass in Polen die Bahnhöfe verdammt sauber sind. Zumindest ist es das, was ich bisher gesehen habe. Du siehst da wirklich kein Dreck, kein Schmutz, gar nichts. Wenn ihr mal wollt, kann ich vielleicht mal eine Aufnahme vom Bahnhof aus Łódź machen. Ich will jetzt nicht sagen, da kannst du vom Boden essen, ne? Aber es ist dort sowas von sauber. Du siehst da keinen Müll, keinen Dreck, keine Schmierereien oder sonst irgendetwas. Also wirklich, wirklich, das kann man sich wirklich als Beispiel nehmen für andere Bahnhöfe. Also die haben 3 Stunden Zeit, ja, zu reagieren, wenn das gemeldet wird. Aha, also die haben 3 Teams quasi für 120 Stationen. Dziękuję bardzo miło za informację. Bardzo ciekawe. No, bardzo ciekawe, super interessant. Ihr habt USB-Anschlüsse, aber auch 230 Volt in ganz normalen, einfachen Zügen. Was man bei uns nur mit C hat quasi oder IC, ne? Weil jetzt einige sagen, hey, so viele EU-Gelder sind nach Polen geflossen und ja, kann dann ja jeder, ja eben nicht, mit Geld muss man ja umgehen können und gerade Deutschland, ne, ist ja so wohlhabend und was machen wir? Irgendwie, wir pressen das Geld überall raus, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt gerade die Headline richtig gelesen habe, 137 Millionen nach Polen. Also in der Tat ist das so, dass Polen seit dem EU-Beitritt ungefähr 250 Milliarden Euro schon gekriegt hat und ist auch meines Wissens nach Top-Netto-Erhalter. Also die kriegen wirklich am meisten Geld aus dem EU-Topf. In die ganze Welt und bei uns sieht es aus wie Scheiße letztendlich. Übrigens, das muss ich hier mit. Genau, da haben wir sogar eine Statistik, wo es auch noch angezeigt wird. Ja, sieht man, Nettoempfänger ist Polen, die kriegen am meisten aus dem EU-Topf und Deutschland ist meines Wissens auch der Top-Nettozahler. Wy się urodziliście w Polsce, czy? Tak? A skąd macie korzenia? Korzenia mamy romskie mamy. Niemieckie? Tak, niemieckie. Also können wir auf Deutsch reden. Umso besser. Das ist nämlich für mein deutsches Publikum. Ich komme aus Deutschland. A gdzie to lądujesz, tak spytam? Na moim Flyformat-Center, z YouTube-Kanal. No to pozdrow. Dobrze wyglądasz. To cały czas sobie robi fryzurę, tak? Aber sprichst du Deutsch, oder? Nie rozumiem po niemiecku. Nie, to musimy po polsku. To tylko po polsku rozmawiasz, czy też tylko inaczej? po polsku i po swoim języku. A po swoim języku? Tak, po romsku, po cygańsku. Po cygańsku? Powiedz coś, bo jeszcze nigdy nie słyszałem. Powiedz coś fajnego. Hamburokar. Pozdrow. Hamburokar? Po cygańsku to? Tak, tak. A, to jeszcze nigdy nie słyszałem. Pytanie, bo ja w sumie przyjechałem z Niemiec i ja widzę na przykład, że tu obcokrajowców jest dużo mniej niż w Niemczech. Nie wiem, byliście już w Niemczech kiedyś? Byłem. Ty byłeś. Gdzie byłeś? W Monachium. Wszędzie byłem, dużo miast, ale nie pamiętam, 2 tygodnie byłem. Okej. No to jak porównujesz sytuację w Polsce i w Niemczech, jeżeli chodzi o obcokrajowców, jeżeli chodzi o migrantów, jak czujesz? Poczekaj, dobrze wyglądasz. Nadal robię te włosy, nie? Słuchaj, jak porównujesz sytuację Niemcy i Polska? W sensie? Migrantów, obcokrajowców w sumie. Kurczę, ja byłem tak, żeby nie skłamać, z 8 miesięcy temu, to nie wiem, ciężko porównać, ale no... Ja, vor 8 Monaten waren auch schon die Migranten in Deutschland, muss man sagen. Ne? Vielleicht hat er selber nicht so drauf geachtet. Myślę, że
Ciężko mi powiedzieć, no. Ja myślę, że w Polsce jest więcej na pewno Ukraińców, ale jeśli chodzi na przykład o ciemnych ludzi, czarnych, to jest więcej w Niemczech. Jak kolegów na przykład, nie? To dużo więcej w sumie, nie? Tak. Pytanie, jak czujecie się w Polsce? Bo u was w sumie widać, że nie jesteście w sumie Polacy, nie? Tak można powiedzieć? Nieskromnie powiem, no mieszkam tu całe życie, nie? Wow. Bardzo dobrze się czuję. Czuję się na pewno wyjątkowym chłopem mieszkając w Polsce, no bo mało takich, nie będziemy tutaj się oszukiwać. To ładnie powiedziałeś, muszę powiedzieć. Bardzo ładne słowa, tak pozytywnie, no. A czujesz nieraz zagrożenie na przykład przez Polaków, czy... Pewnie, że tak, no kiedyś był rasizm, zawsze będzie, ale teraz jest już lepiej, wiadomo. Czasy się zmieniły, no ale zawsze z tyłu głowy mam, nie? A miałeś jakieś sytuacje nieraz, czy ogólnie w sumie? Kiedyś. Aber man kann hier auch sehen, guck mal, hier haben wir einmal den Kollegen in der Mitte, der anscheinend wirklich Pole ist. Die anderen beiden, die sind wohl Zigeuner, polnische Zigeuner oder wie man das jetzt auch nennen möchte. Und da sieht man auch dann schon diesen Unterschied, dass der eine, also jetzt in dem rosanen Anzug, also Sportanzug also, mehr für Immigranten ist, was er am Anfang gesagt hat. Er hat selber auch einen Migrationshintergrund und der andere, der ist halt wirklich Pole und der ist dann auch schon ein bisschen für mehr Migrationskontrolle. Jak byłem młodszy, ale no to rozwiązywałem inaczej problemy. Aha, a jak? Nie, no tu nie będę mówił. A jak rozwiązujesz już teraz? Nie no, teraz rozwiązuję, teraz im, nie ten, jakby wie pan, tutaj nie trzeba bić ludzi, tylko powiedzieć im ładnie, że rasizm się skończył i każdy jest człowiekiem, nieważne czy jest żółty, czy jest czarny, czy jest taki, każdy jest człowiekiem, grunt, że jest dobrym człowiekiem. Mega słowa. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Ich bin auch voll der Meinung, es ist wirklich egal, welche Religion du hast, welche Hautfarbe du hast und so weiter. Mensch ist Mensch. Ich finde, das sind eigentlich gute Worte, die er hier gesagt hat. Ich denke, der Umgang miteinander ist das Wichtigste und was ganz wichtig ist, man sollte voreinander auch Respekt haben. Ne? Und wenn das dann alles zusammen in Kombination, dann ist das auch möglich, dass in diesem Fall hier zum Beispiel der Zigeuner und der Pole miteinander leben können, ohne irgendwelche Probleme danach miteinander zu haben. Und man sieht auch, beide haben, oder die drei, die haben alle eine unterschiedliche Meinung, ne, und die kommen trotzdem alle miteinander klar und das ist doch toll. Ich finde das super. To mi się bardzo naprawdę podoba. Fajne słowa. Ile masz latek teraz? 18. 18? To jeszcze młody, jak młody, nie wiem co. No to kiedy ty się biłeś, jak miałeś 15? Całe życie. Całe życie. 38 Millionen Einwohner hat Polen. 4 Millionen sind davon Ausländer. 75% davon gut integrierte Ukrainer, die größtenteils arbeiten. Und der Rest sind ein paar Weißrussen, ein paar Leute aus Georgien und Roma. Nur zur Info nebenbei, ich glaube in Deutschland, ich könnte mich da gerne korrigieren, aber in Deutschland sind glaube ich 30% Ausländer. Ne? Also wirklich mit ausländischen Papieren, die wirklich keine deutschen Staatsbürger sind. Hallo von Katowice. Übrigens, weil hinter mir ja so einiges gerade los ist, wusstet ihr, Podolski? dass in Polen es nicht erlaubt ist, auf der Straße zu übernachten. Obdachlose findet ihr hier nicht wirklich, also vor allem schon mal nicht in der Nacht. Schau mal, das wusste ich gar nicht, dass es nicht erlaubt ist. Also klar, Alkohol und Bier trinken, das wusste ich, aber es ist wirklich so, in Polen gibt es weniger Obdachlose, zumindest sehe ich die hier sehr, sehr selten. In Deutschland siehst du wesentlich mehr auf der Straße, aber dass das wirklich verboten ist, habe ich nicht gewusst. Überfall. Was ist da los? Überfall. Ja, richtig ab in der City, ja? Die werden dann direkt einkassiert und weggebracht, ja? Was haltet ihr davon? Sollte es sowas in Deutschland auch geben? Lasst es mich gerne mal wissen. Die Frage ist eigentlich eher, wo werden die dann hingebracht? Das ist das. Słuchaj, dobra, czekaj. Zawsze coś mamy. Na piwko, nie? Masz. O, dzięki. To nawet 3 piwa za co kupisz. Ja, dzięki. Koledze kup jedne. Co? Koledze jedne piwo kup. Kolegów nie mam. Masz, zawsze się ma kolegów. Nie mam. To sobie kup 3. Jak się masz, kochanie, jak się masz, powiedz mi, co zostało z moich marzeń, mówię ci, przyjechałem po pieniądze moje. In Katowice leben mittlerweile fast 300.000 Menschen und hinter mir fast 3.000, allein in diesem einen Gebäude. Boah, das sieht aber noch richtig kommunistisch aus, sorry, aber das ist so ein... Boah, Alter. Superjednoska heißt das und 762 Wohnungen haben wir da drin. Krasses Teil, oder? So richtig schön kommunistisch. Kennt ihr auch schon aus den Ukraine-Videos, wie er sich als Pole hier so fühlt. Konrad, jak się czujesz? In English, okay? How do you feel here in Poland?
You know, I'm a strange person to this question because I'm not full Poland. You know, when you ask me about my nationality, my identity, I always will say that I'm Oberschlesischer. I'm from Upper Silesia, and this is my region, this is my Heimat, as I can name it. Wisst ihr was? Aber das sind Sachen, die ich auch schon in Deutschland so erlebt habe, dass viele Polen, also ich sage das jetzt mal Polen, weil die in Polen geboren sind und die haben eine polnische Staatsbürgerschaft, dass die selber sagen, dass die sind keine Polen, sie sind Schlesier, sehr, sehr oft. Und ich habe auch schon sehr oft sowas in der Art mitbekommen, dass jemand gefragt wurde, bist du Pole oder bist du Schlesier, wenn man sagt, dass man aus Polen kommt. Ne? Also man sieht, dass die Schlesier sich dann selber auch als Schlesier sehen. How I feel? Konrad ist ein Möchtegern-Deutscher. You are a wannabe German, right? I have German nationality, like German passport, but I will never say that I'm German. I will never say that I'm Polish. Yeah. I'm from here. I'm Upper Silesian. This is my nation. This is my identity. Ja, was ich gerade eben gesagt habe, ne? But how I'm feeling? So it's different to Poland, basically. Yeah, it is. Of course. Our history is different. Our culture is different. Our traditions is different. Our language is different. So we have so many differences. But how I feel in modern world, in this place in which Poland is, pretty okay. I mean, in economical way, economical way, it could be better. Of course, Western Europe, you have bigger salaries. You know, you have better life conditions. But as you can see everywhere, Poland is now absolutely the same. Maybe it's even better than in Western Europe because we still have, you know, our we still have a country. You know that, of course, we are open for everybody. Yeah? A lot of people I know from all over the world, and I have many friends which come to Poland to work, to many obligatories, but still they are not migrants. Like we stayed 2 minutes ago, and I asked you, do you feel safety in Katowice main railway station? Yes, of course, because it's clean, it's normal, everything. It's we have Ordnung muss sein, and we have this here. Keine Ordnung muss sein. Yeah. Das muss ich auch nicht übersetzen. And you know, Auf den Punkt, ja. Personally, in Germany, when I used to be in Düsseldorf last time, I was totally afraid when I was on the railway station, because everywhere was a group of black people, like Indians, like Muslims, like others. They wanted to touch you? Of course. Ask for money, ask for everything. No, it's actually not funny. Yeah. So yeah, basically, I think that Poland, and because we have not only left side of politics, but we have strong right side of politics. Ich denke, das ist auch etwas ganz Wichtiges, was jetzt hier der Herr sagt. Hier gibt es auch so große Unterschiede zwischen Deutschland und Polen, dass ja in Polen man sagt, okay, wir sind rechts, aber rechts ist nicht sofort böse. In Deutschland wird ja die rechte Seite sofort, ja, man kann es ja schon fast sagen, die wird ja teilweise gehasst, beziehungsweise wenn man sagt, ja, okay, ich führe einen rechten Gedanken, dann wirst du ja sofort in die Nazi-Ecke gestellt. Aber nicht alles, was rechts ist sofort Nationalsozialismus, sondern rechts hat ja auch viele andere Punkte. Ne? Es gibt ja auch, man kann ja auch eine rechte Politik führen, wenn es jetzt um Wirtschaft geht. Ne? Also das ist immer so ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Und hier, wir sehen das ja auch, der Herr sagt, ja, wir sind nicht so diese Linken, wir sind einfach mehr politisch rechts. Aber das sind ja keine Nationalsozialisten, also schaut euch doch mal die Straßen an. Ja, ich habe da bisher jetzt keine Nazis gesehen und das ist einfach eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, was vielleicht auch mal die Deutschen überdenken sollten, zumindest ein Großteil der Deutschen, dass sie nicht immer sofort sagen, du bist rechts, du bist sofort Nazi, dann wird sofort ja, die ganzen bösen alten Zeiten herausgeholt und so weiter und so fort. Also, ne? It's keeping Poland in very good shape, that we can still feel safety and we can be Polish citizens in Poland country. In Western Europe, more and more often it's impossible. Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Union, sagt, Sie sind ein Rassist. Sie scheinen stolz zu sein, keine Flüchtlinge aufgenommen zu haben. Natürlich, denn das ist, was unsere Bürger von der Regierung erwarten, das ist Nummer 1. Das ist der Grund, warum Polen so sicher ist. Es interessiert mich nicht. Ich sorge mich um meine Familie und um mein Land. Wenn ich die Mauer sehe, verstehe ich, das ist für die Zukunft meiner Kinder. How do you think about the migration? Ich finde, er sagt, also der Herr Taczynski, der Politiker, der hat gerade was ganz, ganz, ganz Wichtiges gesagt und er hat gesagt, er tut das für seine Familie, ja, für die Sicherheit. Und ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung und hier darf man mich jetzt wirklich nicht falsch verstehen oder irgendwie sowas, ne? Aber ich finde, jede Art von Maßnahme sollte
erlaubt sein, wenn es um die Sicherheit des Landes geht. Da bin ich voll und ganz dafür. Ich fühle mich hier sehr sicher. Meine Frau fühlt sich hier sicher. Ich weiß, dass ich meine Frau und mein Kind zum Beispiel auf den Spielplatz lassen kann, ohne Bedenken zu haben, dass denen was passiert. Und das ist sowas von wertvoll. Und ich bin ein totaler Befürworter für sowas. Auf welche Art und Weise? Und wenn dafür auch, so wie es wir gerade gesehen haben, eine Mauer dazu benötigt wird, um die Sicherheit zu garantieren, dann bin ich dafür. Weil wenn ich Angst haben muss, wenn diese Mauer nicht mehr steht, dass dann meine eventuell Frau angegriffen wird, dass meinem Kind etwas passiert, na, also da bin ich überhaupt nicht dafür. Ne? Also nur mal so nebenbei erwähnt. Policy in Germany then? I'm absolutely against of it, you know. Germany is a beautiful country with the 1,000 years of history and more than 1,000 years, and with the beautiful culture, and you lost your identity because you are maybe not too open, because I'm also open. If somebody would like to come to my country, to my home, I'm totally guest. He's totally guest for me, and I will do everything for him to feel to make him good. Yeah, that he has to and to bring him safe home. And to bring him safe home. What do you mean? No, at the end, you know. At the end. But you know, if you are a guest, you have to feel as a guest. But in Germany, what is the problem? As in the same in all Western Europe, they are coming to your countries, but they would like to have their traditions and their country in your country. Oh, and there is no place for it, because Europe is Europe, and Europeans are Europeans. Never somebody from Africa, from Asia, from, I don't know, other country. I will be never English, never. I will be never, I don't know, I will be never South African. I will be never Argentinian. Always I will be Silesian. Okay? And it's impossible to change it. Der hat da schon recht, was er da jetzt gerade gesagt hat. Ich muss auch selber sagen, dass ich schon jetzt sogar vor kurzem auch so Situationen gehört habe, dass es zum Beispiel in Deutschland Kindergärten gibt oder Schulen oder sonst irgendetwas. Und da werden wirklich, und das ist jetzt kein Scherz, da werden wirklich teilweise traditionelle Feste nicht mehr durchgeführt oder werden dann nicht mehr gefeiert in den Schulen oder in den Kindergärten. Aus dem Grund, weil es einfach viele muslimische Kinder gibt. Und ich finde, das ist einfach eine Sache, meiner persönlichen Meinung nach, das darf so nicht passieren. Das darf überhaupt nicht passieren, weil dadurch verlieren das Land, Deutschland, auch seine Identität. Das ist eigentlich total schade. Sowas darf nicht passieren, sollte nicht passieren. Hier wurde das auch gerade sehr gut gesagt. Du bist Gast, du kommst hin, ja, und natürlich tun wir alles, damit es dem Gast gut geht, aber der Gast muss sich natürlich auch anpassen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke, Białorusja. Granica, bo tam w sumie wybudowała Polska taki duży ten, nie? Jak tam widzicie sytuację? Bo tam nawet mogą strzelać na tych migrantów. Jak myślicie o tym? No ogólnie tak, bynajmniej ja, nie wiem jak chłopaki, ja się tym nie interesuję jakoś bardzo, jeśli chodzi o tę Białoruś, ale no jak się coś tam czytałem, to nie podoba mi się ta sytuacja w ogóle tam, że przychodzą tam pod tą granicę i wywierają dużą presję na tych polskich żołnierzach, co strzegą tej granicy. No, też widziałem tam, że były jakieś akcje, że kogoś tam nawet zabili, czy coś takiego. Żołnierza, nie? Żołnierza, tak. Darüber habe ich auch vor kurzem ein Video gemacht, das packe ich euch dann auch mal in den Kommentaren rein. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, dann schaut euch das selber mal an. Bardzo słaba sytuacja, no bo jednak oni są tylko spokoju, a tam rzucają w nich czymś, różnymi rzeczami, nie wiem. Ciężko mi też powiedzieć, ale no nie jest to fajna sytuacja, na pewno. Die Linken sind verantwortlich für das Chaos in Europa. Pan widzi tę sytuację? No trochę mnie to przeraża, no bo to właśnie praktycznie, to też są ludzie. No ale inny ustrój, nie wiem, Polacy się obawiają ich może. Nas to tak, my jesteśmy trochę daleko, także nas to tak mniej dotyczy, ale tam mają kłopot. Miejscowi mają kłopot właśnie, ograniczenia tam są różne. Tak jak ja się dowiedziałem, to Polska nawet może strzelać na ludzi, co nieprawidłowo wchodzą w Polskę. Jak to pan widzi ten temat? Das ist die Grenze der Europäischen Union mit Weißrussland. Wir haben die Grenze. Also sind wir diejenigen, die ganz Europa beschützen. Można inaczej załatwić niż strzelać. No. To na pewno nie. Flagga Śląska, tylko że oni to przyjęli od nas. Übrigens, habt ihr es gerade verstanden? Das ist nicht die ukrainische, sondern die schlesische Flagge. Książę Śląski tam właśnie coś tam działał w Ukrainie i oni przyjęli naszą. Und die ukrainische Flagge, die stammt von der schlesischen ab.
Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Also wirklich, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, aber also, dass die Flagge die gleichen Farbe hat wie die ukrainische, ja, das weiß man ja. Aber dass das die Ukraine von den Schlesiern, ich sage jetzt mal, geklaut haben, das habe ich nicht gewusst. Interessant. Das wusstet ihr bestimmt noch nicht. Odwrotnie, oni mają. Odwrotnie, nie? Nur andersherum halt, ne? Ja. Dobra, dziękujemy, nie? Miło. Do widzenia. Do widzenia. No, dziękujemy. Dziękujemy. Aber da sehen wir auch, das ist sehr interessant. Da war dieses ältere Pärchen. Man hat ja gesehen, dass die eine Dame schon vorher im Video so ein bisschen gegen, also ich will jetzt nicht so scharf sagen, gegen Immigranten war, aber schon so ein bisschen so dafür war, ja, die Polen sollen alle unter sich sein, beziehungsweise jedes Land sollte ja seine eigenen Leute haben und unter sich sein. Und der Ehemann, der ist dann schon ein bisschen offener dafür. Und das ist, finde ich, auch ein ganz gutes Beispiel, dass es auch geht, zwei verschiedene Meinungen zu haben und sogar wahrscheinlich jahrelang miteinander verheiratet zu sein und ein glückliches Leben zu führen. Ne? Ja, das war das Pärchen hier ein bisschen älter und ja, auch geteilter Meinung. Ne? Der Mann sagt, hey, offen, wir brauchen die Migranten vor allem fürs Arbeiten, und die Frau hat da ein bisschen eine andere Meinung, die ist lieber unter sich. Ale ja jestem taka, że ja wolę wśród swoich jednak pomieszkiwać. Także dlatego nie wyjechaliśmy do Niemiec te 40 lat temu, tylko jesteśmy cały czas tutaj. Tylko trzeba powiedzieć, 40 lat temu w Niemczech to sytuacja inaczej wyglądała niż teraz. Na pewno, tym bardziej, że się władze też zmieniły, tak? I teraz zupełnie kto inny rządzi. Yeah, the only problem is that they don't work. Sometimes they are on the streets, like doing, Doing what? Well, I don't know. Like their behavior sometimes is not that kind. Let's say they sometimes get into fights, or but it's not that common here in Katowice. Like for example in Warsaw, because in Warsaw there are Mir ist auch etwas aufgefallen, wo ich einmal in Warschau war, dass es dort auch mehr dunkelhäutige Straßenbettler gab. Zumindest ist mir das aufgefallen. Also dunkelhäutig, ich würde jetzt so sagen, die sahen für mich aus wie Inder. Ich sage das jetzt einfach mal so. Also die sahen für mich aus wie Inder, und man hatte so in Warschau, zumindest dort im Zentrum, dieses bisschen so dieses, ich sage das jetzt mal ganz provokant, dieses deutsche Klima gehabt einfach, ne? Dass da halt mehr Leute auf der Straße waren, mehr Ausländer auch in Warschau waren, zumindest im Zentrum. Ich weiß nicht, ob das jetzt in ganz Warschau so ist, da kann ich wirklich nicht bestätigen, weil ich da immer nur als Tourist hinfahre oder hinfahre, wenn ich da irgendetwas zu erledigen habe oder sowas. Ne? More migrants than way more, ne? Than here. Yeah, and yeah, so it's not that safe for me maybe. Czujecie w Polsce? Bardzo dobrze. Tak? Ja też świetnie. Tak, świetnie. Tak. Bezpiecznie tutaj? Całkiem bezpiecznie. Tak, bo ja przyjechałem z Niemiec i się trochę tak, można powiedzieć, zdziwiłem, że tu bardzo mało migrantów w sumie. I to mamy też temat. Migranci i obcokrajowcy. Okay. Byliście kiedyś w Niemczech? Byłam. Ona już ucieka. Byłaś? Kiedyś byłam. A gdzie byliście? Ja byłam niedaleko Iringen, Heilbronu, Stuttgart, te okolice. Tak, a ty? Ja byłam w Berlinie i później na zachodzie, w paru miastach. Spricht ihr Deutsch? Deutsch weniger. No ale zostaniemy teraz po polsku, już my zaczęliśmy. Jak widzicie sytuację, jak porównacie ludzi w Polsce i ludzie w Niemczech? Wydaje mi się, że ludzie w Polsce jednak może są troszeczkę bardziej życzliwi, bo jednak Niemcy są tacy bardzo, mają swoje zasady i są tak po prostu, że bardzo stawiają na swoich i ich się nie da przegadać. Ich würde jetzt sagen, das ist, denke ich, mehr so eine Ansichtssache. Ne? Also ich finde, die Polen, die halten auch sehr fest an ihrer Meinung. Ist zumindest so das, was ich so bisher gesehen habe. Die sind sehr standhaft und sagen, nein, das ist so und so. Und es ist auch schwierig, eine Diskussion mit denen zu führen manchmal. Aber ich denke, das ist dann hier auch wirklich eine Ansichtssache. Vielleicht ist das auch themenspezifisch, über welches Thema man gerade spricht. Aber ja, okay. Sie darf ja auch ihre Meinung natürlich haben und die wird auch nicht falsch sein, ihre Meinung. Jak długo byłeś w Niemczech? Łącznie z 3 miesiące. Ale już długo. Poznałam troszkę ich, no. Dann können wir ja schon ein bisschen Deutsch sprechen, oder? Dann verstehst du schon ein bisschen. Nie za bardzo. So, a jeżeli chodzi o migrantów, o politykę, jak tam w Niemczech to działa, to jak myślicie o tym? Jak to porównać z Polską? Bo tu w Polsce naprawdę dużo nie widać, nie? Ja się zdziwiłem. W ogóle jak jestem w miejscu. No właśnie to jest tak, że tutaj w tych większych miastach nawet tego nie da się za bardzo odczuć. Ale ja myślę, że tutaj chodzi o socjal bardziej, że oni właśnie tam się lokują.
Bo mają po prostu wygodnie. Ja też właśnie, jak koleżanka, mam podobne odczucia. Niemcy są bardzo, znaczy Niemcy jako kraj, łącznie już z tymi imigrantami, są dość aroganccy. Bardzo. Okay. Jak macie na imię? Dominika. Dominika i Monika. Dominika i Monika, ile macie lat? Hier darf ich auch sagen, na klar, also, dass es viel mehr Flüchtlinge oder Immigranten in Deutschland gibt, hat natürlich auch was da mit dem Sozialsystem zu tun. Ich denke, das ist da alles ein bisschen schlecht geregelt, meiner Meinung nach. Man hat ja auch schon Statistiken zum Beispiel gesehen, dass sehr viele Ukrainer, die hier in Polen sind, ja, die hier nach Polen geflüchtet sind, zum Beispiel arbeiten. Und in Deutschland hast du ja sehr viele Ukrainer, die zum Beispiel nicht arbeiten. Ne? Und da sieht man das auch einfach, dass Deutschland einfach ein Land ist, wo man das Sozialsystem ausnutzen kann. Schade ist einfach nur, dass im Endeffekt der Steuerzahler in Deutschland dafür im Prinzip zahlt, dass fremde Menschen da reinkommen und es sich dort bequem machen einfach. Ne? 21. 25. Like so many of them, and I don't know, like as a woman, I don't feel safe being in Berlin, in the capital, in the main square. No, it wasn't a good experience at all. No. Crazy. No. Thank you for your words. No, ja jestem za tym, żeby wpuszczać. No. Żeby wpuszczać. Jesteśmy dobrymi ludźmi, powinniśmy przyjmować ludzi, którzy są w potrzebie. Tak. Moim zdaniem za swój kraj powinno się walczyć. Też prawda, też prawda. Różne opinie, ale najważniejsze, że możemy rozmawiać z sobą. Też jak mamy różne opinie. I o to chodzi właśnie też na tym kanale. Dziękuję bardzo miło za głosy, nie? Trzymajcie się. Raz, dwa, trzy. Ja, ich denke, das war's dann auch. Ich denke, viel mehr kommt da jetzt auch nicht. Das Video ist ja jetzt auch schon gleich zu Ende. Und ja, an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Video. Ich habe ja schon immer mitten im Video das ein oder andere zum Thema gesagt. Hier kann ich vielleicht auch nochmal so ganz grob zusammenfassen, was mir hier sehr gefallen hat und was hier auch zu sehen war. Und das ist dann auch eine Art von Respekt, was dann hier auch dargestellt wird, dass verschiedene Menschen interviewt worden sind. Wir haben das ältere Pärchen gehabt, wir haben da die Jugendlichen gehabt. Alle von denen hatten irgendwie eine unterschiedliche Meinung, aber die kommen alle miteinander klar und das ist in Ordnung. Ne? Dass der eine sagt, okay, ich habe vielleicht mehr einen rechten Gedanken, der andere, okay, ja, wir können hier gerne die Ausländer reinlassen, die werden hier benötigt, aber privat kommen die alle miteinander klar und ich finde, das ist so ein gutes Statement, so ein gutes Argument. Ich finde, das sollte auch überall so sein. Ne? Und das ist egal, ob man einen rechten Gedankengut hat, einen linken Gedankengut hat. Ich denke, problematisch wird es immer, wenn man zu sehr ins Extreme geht. Ne? Weil dann fängt man an, Kriege zu führen, dann fängt man an, sich zu bekämpfen und ich finde, das sollte nicht sein. Und wenn man überall so eine gesunde Mitte trifft und sagt, okay, ich akzeptiere dich, du akzeptierst mich, in jedem Bereich, jetzt nicht nur in der Migrationspolitik, dann wäre schon weitaus die halbe Miete getan und es würde weniger Kriege auf der Erde geben und wesentlich mehr Frieden. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video mit mir bis zum Ende angeschaut hast. Deine Meinung selbstverständlich würde mich auch dazu sehr, sehr, sehr interessieren. Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Ciao.